Schleifklotz gefällig und das Ganze aus Restholz innerhalb von 10 Minuten gebaut und der noch richtig gut funktioniert. Wer kennt auch die aufwendigen Bauanleitungen aus dem Internet für einen Schleifklotz mit Spannsystem, mit allem drum und dran? Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und ja Leute, wir bauen uns heute nur einen Schleifklotz. Dieser Schleifklotz ist aber innerhalb von 10 Minuten gebaut, hat mich nichts gekostet, weil es Restholz ist und der Schleifpapierwechsel funktioniert auch sehr gut. Es wird echt ein super kurzes Video, aber das macht ja nichts. Wir gehen jetzt mal in die Materialliste, in die Materialliste, dann bauen wir es uns einfach mal zusammen und am Schluss reden wir nochmal drüber. Viel Spaß! Kommen wir ganz schnell zum Material. Das ist das Einzige, was ihr braucht und vielleicht gegebenenfalls noch 2 Schräubchen und nice to have ist natürlich 4 Schräubchen. Aber das seht ihr gleich in der Bauanleitung, wie ich das Ganze baue. Dieser Klotz kann jede Größe haben, wie ihr wollt, je nachdem, wie er bei euch am besten in der Hand liegt. Umso größer, umso schlechter natürlich, aber das könnt ihr selber entscheiden. Ich werde das Ganze noch ein bisschen anders bauen. Ich werde das nicht nur mit normalen Schrauben festschrauben, mit dem Holzgewinde oder sonst irgendwas. Ich werde noch kleine Gewindehülsen einpressen ins Holz. Das könnt ihr aber einfach mal in der Bauanleitung sehen. Aber das ist das Grundsätzliche, was wir einfach mal brauchen. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum ich diesen zweiten Holzklotz noch verwenden werde. Ich würde sagen, ihr schaut jetzt einfach mal zu. Ich baue den mal ganz schnell zusammen. Es ist wirklich super schnell erledigt. Und danach werde ich jetzt gleich noch mal erklären, was ich gemacht habe. Ganz kurz hier an der Säge erklärt. Ich habe meine Säge auf 45 Grad eingestellt, habe den Winkel so weit hingemacht, dass ich nicht genau an die Ecke hier säge, sondern einfach mal 2 mm nach drinnen, hier auch. Das könnt ihr einfach mal schauen. Und dann müsst ihr das Sägeblatt so weit hochdrehen, damit ihr diesen Strich hier trifft. Das ist ein bisschen Augenmaß. Ihr könnt es aber nur mal ein bisschen weniger sägen, Hauptsache nicht zu viel. Und wenn ihr das Ganze dann reinsägt, könnt ihr immer wieder mal ein bisschen hochdrehen, damit ihr die Mitte einfach trifft. Und wir sägen dann auf beiden Seiten hochkant hier ein 90 Grad rein, beziehungsweise einen 45 Grad Winkel auf 2 Seiten hier, damit ein 90 Grad Winkel entsteht. Und somit fällt dann im Endeffekt so ein Dreieck dann raus. Und das werden wir jetzt machen. Und es macht es ja auf allen Seiten. Das heißt, wir machen das auf hier Seite ein Dreieck raus und auf dieser Seite ein Dreieck raussägen und gut. Letztes Schräubchen und fertig. Leute, keine 10 Minuten und der Klotz ist fertig und wir können loslegen. Ich zeige euch, was ich gemacht habe und vor allem, wie es funktioniert. So schaut der ganze Klotz fertig aus. Jetzt nehme ich nochmal die Schräubchen hier raus.
um das euch nochmal zu zeigen. Und zwar habe ich ja am Anfang erwähnt, diesen Abschnitt. Das ist ja dieser Abschnitt, der beim Sägen rauskommt. Der schaut dann im Endeffekt so aus, wenn man es jetzt reinlegt. Ihr könnt es ja genauso verwenden. Also ihr braucht es im Endeffekt nicht wegschmeißen. Es ist vielleicht sogar vom Vorteil, weil wir hier so eine leichte Überschusskante haben. Und da haben wir einen besseren Griff im Endeffekt. Aber ich habe es jetzt trotzdem aus einem anderen Stückchen noch rausgesägt, damit es hier eben ist. Das ist dann auch nicht störend. Also je nachdem, wie ihr das wollt und euch das wünscht. Ich habe Gewinde reingemacht, solche Einpressgewinde oder als Gewindehülsen habe ich reingemacht. Die habe ich dann mit dem Sekundenkleber verklebt, damit sie halten. Ihr könnt natürlich auch ein Holzgewinde reinmachen, aber dann würde ich Hartholz verwenden. Aber mit einem kleinen Gewinde ist es auf jeden Fall sicherer. Leute, das dauert keine Minute mehr oder ein paar Minütchen mehr, 2 Minütchen mehr, um da diese Gewinde reinzupressen. So, das im Endeffekt ist es jetzt ganz einfach. Ihr habt ja diese Schräubchen und die macht ihr dann einfach, dreht sie jetzt einmal ein bisschen rein. Ach ja, einen Tipp habe ich euch noch, das habe ich euch nicht gezeigt. Und zwar habe ich hier versetzt gebohrt. Warum habe ich hier versetzt gebohrt? Das heißt, diese sind ein bisschen weiter draußen, diese sind hier ein bisschen weiter drinnen. Warum das Ganze? Und zwar schaut mal diese Breite von diesem Klotz an. Wenn ihr den Klotz natürlich breiter macht, dann habt ihr kein Problem. Aber wenn ich jetzt die Gewindehülse nehme und diese hier hinhalte und es genau gegenüber ist, dann habt ihr das Problem, dass die Gewindehülsen sich treffen. Das wollt ihr nicht, also bohrt hier einfach auch versetzt. Dann habt ihr auch dann überhaupt keine Probleme, das dann die richtigen Löcher wieder zu finden. Den Schleifklotz zu bestücken ist auch super einfach. Ihr lenkt erstmal eure Schleifpapiere ab, je nach Schleifklotzlänge natürlich, das ist kein Stress. Dann braucht ihr einmal den Schleifklotz drauflegen, messt einmal diese Maße ab und dann könnt ihr euch dann mehrere Stücke gleich anfertigen. Ich habe hier 1 Zentimeter auf jeder Seite gewählt, klappt das Ganze einmal um, knickst ein bisschen um und schon könnt ihr den Schleifklotz, die Schrauben ein bisschen rausdrehen, damit wir so einen Spalt hier drin haben. Dann könnt ihr das einfach hinstellen und das Schleifpapier einfach von oben einschieben, runterschieben. Könnt ihr auf der anderen Seite ganz genauso machen und vielleicht auch ein anderes Korn wählen und einfach nach unten schieben. Jetzt brauchen wir das Ganze nur einmal zusammendrücken und das Ganze festschrauben. Und schon habt ihr einen richtig schönen Schleifklotz, den ihr dann ganz einfach wieder bestücken könnt und jetzt einfach schön schleifen könnt. So meine Lieben, schreibt es mal unten in die Kommentare, wie ihr diesen Klotz findet oder was ihr im Einsatz habt. Habt ihr auch so aufwendig gebaute mit Spannsystem oder wie auch immer? Ich finde, das muss einfach nicht sein. Das ist eine super günstige Variante, die hat mich gar nichts gekostet, weil es Restholz ist. Ist innerhalb von 10 Minuten gebaut und ich kann den Papierwechsel, den Schleifpapierwechsel echt auch innerhalb von Sekunden vornehmen. Ich muss nur einmal die Schleifblätter oder das Schleifpapier hi, ich kann nicht mehr. Also nochmal von vorne. Das Schleifpapier ist recht schnell zugeschnitten. Man muss es ja nur einmal machen und dann kann ich mir einen kleinen Stapel hier an Vorrat anschaffen und kann es innerhalb von ein paar Sekunden wechseln. Das wollte ich damit sagen. So, also, euer Lohn ist ein Daumen nach oben. Hä? Lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und Servus aus dem Allgäu.